Habt ihr das gesehen? Das ist der neue Volkssport im Internet. Es ist nicht Fußball, es ist nicht Gaming, es ist Poor-Shaming. Aber wir haben ihm einen neuen, hübschen Namen gegeben. Wir nennen es Umweltbewusstsein. Wenn eine 19-Jährige stolz ihre Ausbeute von Shein zeigt, weil sie endlich mal modisch aussehen kann, stürzt sich der Internetmob auf sie. Aber wer ist dieser Mob? Meistens Leute, die es sich leisten können, moralisch zu sein. Leute, die 80 € für ein T-Shirt aus Bio-Baumwolle zahlen und sich dabei fühlen wie Mutter Teresa. Ich sage euch heute etwas, das wehtun wird. Euer Hass auf Fast Fashion ist reiner Klassismus. Es ist der Hass der Reichen auf die Armen, getarnt als Tugend. Und in den nächsten 5 Minuten werde ich beweisen, warum jeder, der Fast Fashion boykottiert, nicht die Welt rettet, sondern nur sein eigenes Ego poliert. Die mathematische Realität. Warum fair eine Lüge für Arme ist. Lass uns über Geld reden. Nicht über Gefühle, sondern über harte Mathematik. Der Durchschnittsdeutsche hat nach Abzug von Miete, Strom, Internet und Essen vielleicht noch 200 bis 300 € im Monat zur freien Verfügung. Vielleicht. Jetzt schauen wir uns Fair Fashion an. Jeans, 120 €. Winterjacke, 250 €. Pulli, 90 €. Schuhe, 140 €. Das ist fast das gesamte verfügbare Einkommen für 2 Monate, für 4 Kleidungsstücke. Wer fordert, dass Fast Fashion verboten gehört, fordert faktisch, dass Menschen mit geringem Einkommen nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen. Mode ist Kommunikation. Wer in abgewetzten Klamotten zum Vorstellungsgespräch kommt, kriegt den Job nicht. Wer in der Schule nicht halbwegs cool aussieht, wird gemobbt. Fast Fashion wie Primark oder Shein hat Mode demokratisiert. Sie haben es der alleinerziehenden Mutter ermöglicht, dass ihr Kind nicht wie ein Außenseiter aussieht. Das wollt ihr ihr wegnehmen? Wegen eurem schlechten Gewissen? Ethischer Konsum ist ein Luxusgut. Wenn du es dir leisten kannst, Glückwunsch. Aber hör auf Leute zu spucken, die rechnen müssen, ob sie sich Butter oder Margarine kaufen. Die große Lüge, Greenwashing und teurer Müll. Argument Nummer 2 ist ja immer, kauf doch weniger, aber dafür Qualität. Das ist die größte Lüge der Modeindustrie. Glaubt ihr ernsthaft, dass ein 100-€ Shirt von einer Designermarke unter besseren Bedingungen hergestellt wurde als das 5-€ Shirt? Spoiler-Alarm. Sie kommen oft aus derselben Fabrik. In Bangladesch näht die Frau am Vormittag für Primark und am Nachmittag für eine teure Premium-Marke. Der Stoff ist vielleicht etwas dicker, aber die Ausbeutung ist exakt dieselbe. Der Aufpreis, den ihr zahlt, der geht nicht an die Näherin. Der geht ins Marketing, in den Marmorboden des Stores und in die Taschen der Aktionäre. Und fangen wir gar nicht erst mit den nachhaltigen Kollektionen an. Das ist oft reines Greenwashing. Recyceltes Polyester klingt super, setzt aber immer noch Mikroplastik frei. Ihr kauft euch also kein reines Gewissen. Ihr kauft euch nur das Gefühl eines reinen Gewissens. Und dafür seid ihr bereit, das 10-fache zu zahlen. Das nennt man nicht Moral, das nennt man Dummheit. Die unbequeme Ökonomie. Warum Sweatshops gut sind. Jetzt kommen wir zum Punkt, der mich wahrscheinlich gecancelt kriegt. Aber Fakten kümmern sich nicht um eure Gefühle. Wir müssen über die Arbeiter in Bangladesch, Kambodscha oder Vietnam reden. Wir im Westen sitzen in unseren klimatisierten Büros und schreien, oh Gott, diese Fabriken sind die Hölle. Wir müssen sie boykottieren. Wisst ihr, was passiert, wenn Shein oder H&M morgen aus Bangladesch abziehen? Gehen die Kinder dann zur Schule? Gehen die Frauen dann in ein Yoga-Retreat? Nein. Die Alternative zur Textilfabrik ist nicht Freizeit. Die Alternative ist Landwirtschaft unter brütender Sonne, Müll sammeln auf Deponien oder, und das ist die grausame Realität, Prostitution. Paul Krugman, Nobelpreisträger für Wirtschaft, hat mal gesagt, schlechte Jobs bei schlechten Löhnen sind besser als gar keine Jobs. Die Textilindustrie war für fast jedes Land, inklusive Deutschland und England im 19. Jahrhundert, der erste Schritt aus der absoluten Armut. Industrialisierung tut weh, aber sie bringt Geld ins Land. Euer Boykott nimmt diesen Ländern die einzige Industrie, die sie haben. Ihr wollt ihnen helfen,
Indem ihr ihnen den Lohn entzieht? Das ist zynisch. Ich finde es faszinierend. Die Leute, die am lautesten gegen Shein schreien, tippen das auf einem iPhone 15 Pro Max. Wisst ihr, wo das Kobalt für euren Akku herkommt? Aus Minen im Kongo, wo Kinder mit bloßen Händen in der Erde graben. Das ist Sklaverei. Echte Sklaverei. Aber das iPhone ist cool. Das ist Lifestyle. Da drücken wir ein Auge zu. Ihr fliegt nach Bali, um euch selbst zu finden? Ein Flug verbraucht mehr CO2, als ein Teenager in seinem ganzen Leben bei Primark shoppen kann. Ihr esst Avocados? Wisst ihr, wie viel Wasser die verbrauchen und wie Drogenkartelle den Anbau kontrollieren? Aber nein, das böse Mädchen mit der 5-Euro-Bluse ist das Problem. Merkt ihr was? Ihr sucht euch ein Sündenbock-Thema aus, das euch selbst nicht betrifft. Hört endlich auf, Konsumenten gegeneinander auszuspielen. Solange die Politik keine Gesetze macht, die Mindestlöhne in Lieferketten garantieren, ist der individuelle Verzicht sinnlos. Wenn du Geld hast, kauf Fair Fashion. Super. Aber wenn du jemanden siehst, der bei Kick, Shein oder Primark einkauft, halt einfach den Mund. Du kennst deren Geschichte nicht. Du kennst deren Kontostand nicht. Moral ist kein Wettbewerb und Arroganz ist kein Umweltschutz. Oder seht ihr das anders? Seid ihr der Meinung, arme Leute sollten lieber frieren, als unethisch zu kaufen? Schreibt mir in die Kommentare, warum euer Konsum besser ist als der von anderen. Zerfleischt euch da unten. Ich bin raus.